Ich befinde mich jetzt am Friedhof Friedenau und ich habe das hier in der Hand. Und ich gehe jetzt auf den Friedhof und dann nehme ich euch mal mit. Und zwar möchte ich hier ein ganz spezielles Grab besuchen. Das hat auch was ein bisschen mit dem Potsdamer Platz und mit der Berlinale zu tun. So in etwa weiß ich, wo das Grab ist. Das müsste jetzt da vorne irgendwo sein. Nee. Na, schauen wir mal weiter. Nee, hier ist es auch nicht. Gehen wir mal einen Gang weiter. Ich hatte mir im Internet Fotos angeschaut. Wo ist dieses Grab? So viel verrate ich schon mal. Es ist für eine Diva. Jawohl, ich habe es gefunden. Hier ist das Grab von Marlene Dietrich. Ehrengrab sieht man auch hier. Ehrengrab vom Land Berlin. Da vorne ist auch ein wunderbares Foto. Ich führe euch mal ran. Ja, sehr schön. Und jetzt schalte ich erstmal ab, weil ich möchte hier auch noch ein bisschen innekehren und noch ein bisschen am Grab verweilen. Also bis gleich. Ciao. Jetzt bin ich am Potsdamer Platz angekommen. Schaut euch mal um. Ich drehe mich mal. Hier ist der Bahnhof, S-Bahnhof Potsdamer Platz. Hochhäuser, der Deutsche Bahn Tower, der BC oder BG Tower. Ja, dann ist hier ein Stand von Armani, die Nachbildung von der ersten Ampel der Welt. Am Potsdamer Platz. Ich drehe mich noch mal. Da sehen wir gar nichts. So, und was hat das jetzt mit Marlene Dietrich zu tun? Wir kommen den Rätsel gleich ein bisschen näher. Ich werde jetzt erstmal den Standpunkt wechseln und ja, dann erzähle ich weiter. Bis gleich. So, jetzt befinde ich mich hier auf den Mittelstreifen von der Potsdamer Straße. Und zwar gibt es hier eine kleine Legende von den Boulevard der Stars, ähnlich wie in Hollywood. Hier kann man die einzelnen Stars, Regisseure, hier zum Beispiel Rainer Werner Fassbinder. Ja, einige sind hier schon rausgebrochen, geklaut worden, sieht also nicht sehr schön aus. Gehen wir ein bisschen weiter. Otto Sander, Dominik Graf, Karl Mayer. Ja, hier ist es. Marlene Dietrich. Neben Til Schweiger und Bernd Eichinger. Ja, und hier sind natürlich auch wieder 2 geklaut, nein, sogar 3 geklaut worden. Ja, aber ich bin wegen Marlene Dietrich hier. Schauen uns den Stern von Marlene Dietrich mal an. Aber danach geht es noch weiter. Da geht es dann zum Theater am Potsdamer Platz, wo ja die große Veranstaltung mit den Stars und Sternchen ist. Ja, da gehen wir dann auch noch hin und da kommt dann die Auflösung Potsdamer Platz, Marlene Dietrich und Theater am Potsdamer Platz.
Okay, bis gleich. Ich suche jetzt ja erstmal den Stern und dann melde ich mich wieder. Standort gewechselt. Ich befinde mich jetzt hier am Filmhaus auf den Boulevard der Sterne und ich habe den Stern von Marlene Dietrich gefunden. Ja, so sieht der Stern also aus von Marlene Dietrich. Hier haben wir noch Bernd Eichinger. Und man sieht ja, wie der Boulevard hier aussieht. Hier Löcher drinne. Hier auch alles kaputt. Hier der Stern von Hans Zimmer. Und hier ist auch noch mal eine Erklärung, Boulevard der Stars. Und hier sieht man auch, einige Sterne sind geklaut worden, sind einfach rausgebrochen worden. Graffitis drüber gemacht. Ja, der Stern hier von Marlene Dietrich, auch rausgebrochen und geklaut. Hier nochmal die Tafel. Also es sieht wirklich nicht schön aus. Ist wirklich eine Schande, finde ich. Man hat sich ja ganz am Anfang, als man diesen Boulevard hier eröffnet hat mit den Sternen, so ziemlich gerühmt. Aber mittlerweile sieht es katastrophal aus. Schade, dass sich hier nichts verändert. Schade, dass hier nichts dran getan wird. Aber okay. Deswegen bin ich nicht hier. Jetzt begebe ich mich zum Theater am Potsdamer Platz, wo ja jetzt die Berlinale drin ist. So, jetzt versuche ich mal das Geheimnis zu lüften. Und zwar befinde ich mich hier am Marlene-Dietrich-Platz. Die Benennung war am 8. November 1997. Und das Theater am Potsdamer Platz wurde am 2. Oktober 1998 fertiggestellt und eröffnet. Kann man bei Wikipedia alles nachlesen. Marlene Dietrich wurde zur Ehrenbürgerin der Stadt Berlin am 16. Mai 2002 ernannt. Und ja, Boulevard der Stars, wo ich eben gewesen bin, da wurde der Stern am 12. Februar 2010 installiert. Das war also der erste Stern. Und ich hoffe, ihr könnt das jetzt im Hintergrund erkennen. Hier ist ja auch ein Schild. Das ist hier der Marlene-Dietrich-Platz am Theater am Potsdamer Platz. Meine Frage an euch ist jetzt, warum heißt das Theater am Potsdamer Platz und nicht Theater am Marlene-Dietrich-Platz? Der Potsdamer Platz ist da hinten in der Richtung. Ich zeige euch das mal. Das geht also darüber, das sind ungefähr 350 Meter. Da befindet sich der Potsdamer Platz. Und hier ist der Marlene-Dietrich-Platz. Und jetzt schwenke ich mal noch mal rum. So, und jetzt könnt ihr das sehr schön sehen. Da steht jetzt Berlinale Palast. Das Theater am Potsdamer Platz ist für die Zeit der Berlinale umbenannt worden zu Berlinale Palast. Und wenn die Berlinale hier wieder zu Ende ist, dann heißt es wieder Theater am Potsdamer Platz. Aber warum? Warum heißt das hier Theater am Potsdamer Platz und nicht Marlene-Dietrich-Platz? Also ihr könnt es hier schön sehen. Ich halte es noch mal schön dran. Man sieht, hier war ein Aufkleber drauf, hat man versucht zu entfernen. Aber so richtig schön hat man das nicht gemacht. Und ja, wie gesagt, Schild für Marlene Dietrich hier vom Bezirksamt Tiergarten. Okay. Ja, aufgelöst. Gehen wir noch mal rüber ein bisschen. Also hier könnt ihr das jetzt auch schön erkennen. Berlinale Palast, so heißt es im Moment, wenn die Berlinale hier läuft. Und ja, ansonsten heißt das hier
Theater am Potsdamer Platz. Aber warum? Jetzt gehen wir mal hier rüber. So, und hier oben das Straßenschild kann man auch noch mal schön sehen. Marlene-Dietrich-Platz. Also wie gesagt, warum heißt das Theater am Potsdamer Platz und nicht Theater am Marlene-Dietrich-Platz? Das ist jetzt meine Frage an euch. Schreibt es mir bitte in die Kommentare rein. Kennen Sie die Dame? Ich kenne mich mit so alten Sachen nicht so aus. Marlene Dietrich? Genau. Ja. Hier ist der Marlene-Dietrich-Platz. Ja. Und da ist das Theater am Potsdamer Platz. Genau, da gehen wir jetzt gleich rein. Ja, und 400 Meter weiter Ja. ist ja der Potsdamer Platz. Ja. Die Frage ist jetzt, warum heißt das Theater am Potsdamer Platz und nicht Theater am Marlene-Dietrich-Platz? Weil die Postadresse ist auch Theater am Potsdamer Platz 1. Ist das so? Ja, okay. Ja. Weiß ich gar nicht. Finde ich ist ein Affront. Komische Sache, ja. Ja. Kennen Sie die Dame? Ja, Marlene Dietrich, ne? wahrscheinlich. Da ist ja auch ein Schild von Marlene Dietrich. Das Theater heißt Theater am Potsdamer Platz, aber der ist ja ganz weit hinten. Die Postanschrift ist auch Marlene Dietrich Platz 1 für das Theater. Die Frage ist jetzt, warum heißt das Theater Theater am Potsdamer Platz und nicht Theater am Marlene Dietrich Platz? Ja, weil dann gerne geschummelt wird mit so Sachen. Ne? Also, ja, wir haben doch alle schon mal in einem Hotel gewohnt, das nennt sich Hotel Seeblick oder Hotel am See oder Hotel am sowieso und dann ist das In dritter Reihe. nicht mal mehr in Sichtweite. Ja. Kennst du diese Dame? Marlene Dietrich. Ja. Ja. Da ist ja auch ein Schild, Marlene Dietrich Platz. Und da steht ja auch nochmal das Straßenschild. Ja. Das Theater heißt aber am Potsdamer Platz. Ja. Die Frage ist jetzt, warum heißt das Theater am Potsdamer Platz und nicht Theater am Marlene Dietrich Platz? Eine super Frage. Kennt ihr die Dame? Ja, Marlene Dietrich. Ja. Und da vorne ist ein Schild. Marlene Dietrich. Genau. Und das Theater heißt Theater am Potsdamer Platz. Ja, Und die Postanschrift ist Marlene Dietrich Platz 1. okay. Und der Potsdamer Platz ist ja eine Ecke von hier weg. Ja, Der Marlene Dietrich Platz ist auch schon da gewesen, das Theater aber noch nicht. Meine Frage, Theater am Potsdamer Platz oder Theater am Marlene Dietrich Platz? Yeah? Sprecht ihr Deutsch? No, I don't, but it's Marlene Dietrich. Yeah. Of course I know Marlene Dietrich. Look, this is a theater Yeah? am Potsdamer Place. Yes? You see this? It's Marlene Dietrich Platz. Oh, I didn't know that. Yeah. And the mail address is Marlene Dietrich Place 1. Okay. And look here, Marlene Dietrich Platz. Platz, of course. And the question is, why is it? I don't know why. Potsdamer Platz ist there. Yeah? Interesting, yeah? It is better when this theater Yeah. on Marlene Dietrich Place. Yes, then? Is it better? Yeah, it sounds better, no? Or no? Yeah. How long has it been here? The Marlene Marlene Dietrich Dietrich? Platz is the first. Oh, yeah, because And I then, was 3 years ago and I had... and then come the theater. aus dem Marlene Dietrich Platz ist hier und das Theater heißt Theater am Potsdamer Platz. okay, ja. Und die Postanschrift von dem Theater ist Marlene Dietrich Platz 1. Okay, Und der Potsdamer Platz ist ja da hinten. ja, aber Ist doch eigentlich nicht richtig, ne? nee. Eigentlich müsste das Theater ihr zu Ehren doch auch eigentlich heißen Theater am Marlene Dietrich Platz, weil jetzt steht ja auch hier auf dem Marlene Dietrich Ja, Platz. eigentlich schon, ja. Und den Marlene Dietrich Platz gibt es länger als das Theater. Oh. Nicht viel länger, aber es gibt ihn länger. Okay, interessant. Eigentlich müsste das Theater doch heißen Theater am Marlene Dietrich Platz. Ne? Ja. Stimmt. Was haltet ihr von der Frage? Ja, müsste es eigentlich so heißen, ja. Eigentlich schon, ja. Jetzt befinde ich mich wieder am Potsdamer Platz.
Man nennt das ganze Areal ja hier am Potsdamer Platz. Da geht ja auch die alte Potsdamer Straße hinten weg. Das nennt man ja auch alles am Potsdamer Platz. Das Theater nennt man auch am Potsdamer Platz. Aber das Theater befindet sich nun mal am Marlene-Dietrich-Platz. Und meine Frage an euch ist, sollte man das Theater nicht wieder umbenennen in Theater am Marlene-Dietrich-Platz? Das ist also meine Frage jetzt an euch. Schreibt es mir doch bitte in die Kommentare. Wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Unsere beiden Schatten sahen wie ein aus, dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang, alle Abend brennt sie, doch mich vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marleen, mit dir, Lili Marleen. Aus dem stillen Raume, aus der Erde Grund, hebt sich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marleen, mit dir, Lili Marleen. Wenn sich die späten Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marleen, mit dir.